Googles Quantum Computer Team, die Köpfe, die die Gesetze der Physik mit Algorithmen neu schreiben. Laut durchgesickerten internen Berichten aus dem Sycamore-Labor wurden Quantenalgorithmen der nächsten Generation verwendet, um die Daten des James-Webb-Teleskops zu analysieren. Das Ergebnis sind Lichtmuster im tiefen Weltraum, die die klassische Physik nicht erklären kann. Wellen überschneiden sich, Spektren werden verzerrt und etwas atmet in der unsichtbaren Leere. Haben wir gerade ein Portal zur 5. Dimension gesehen? Während traditionelle Physiker skeptisch sind, ist die deutsche Tech-Gemeinde begeistert. Und einige Experten des Max-Planck-Instituts sprechen sogar von einem zweiten Einstein-Moment. Glauben Sie an verborgene Dimensionen oder glauben Sie, dass Google mit den Grenzen der Realität spielt? Schauen Sie bis zum Ende, um zu sehen, ob Ihre Welt erschüttert wird. Der Quantendurchbruch. Tief in den Infrarotbildern des Galaxienhaufens. Abel 2744 fanden sie Verzerrungen. Kein zufälliges Rauschen, keine Linsenbildung. Muster, die mit den mathematischen Vorhersagen für zusätzliche Dimensionen übereinstimmen, die Art von Stringtheoretikern, von der sie nur geträumt haben. Das war nicht einmal das, wonach sie gesucht hatten. Das Google-Team führte Stresstests mit einem neuen Quantencode durch und fütterte ihn mit JOBODST-Daten, um nach ultraschwachen Anomalien zu suchen. Doch was sie stattdessen erhielten, könnte der erste digitale Fingerabdruck des höherdimensionalen Raums sein. Das Bild, das die Aufregung ausgelöst hat, kommt gleich. Bleiben Sie bis zum Ende, denn wenn Sie es erst einmal gesehen haben, werden Sie verstehen, warum die großen Observatorien von ALMA bis Hubble jetzt darum ringen, dieselbe Region in jedem Spektrum erneut abzubilden. Teams auf der ganzen Welt, von den deutschen DeSci-Labors bis hin zu koreanischen Quantenoptikgruppen, adaptieren die Quantenmethoden von Google und versuchen, die Ergebnisse zu reproduzieren. Bislang bleibt die Anomalie bestehen. Unterschiedliche Methoden, gleiches Muster. Es ist keine Störung. Es ist kein Geist. Es ist etwas anderes. Könnte dies der Moment sein, in dem die Physik ihre eigene Decke durchbricht? Ein Durchbruch auf Nobelpreisniveau, der sich im Verborgenen abspielt. Oder ist es nur eine weitere Fata Morgana in der kosmischen Wüste? So oder so, alles, was wir über die Realität zu wissen glaubten, hat sich gerade aufgetan. Und der Quantencode könnte unsere einzige Taschenlampe ins Unbekannte sein. Das kosmische Fenster des JWST. Das James-Webb-Weltraumteleskop ist das leistungsfähigste Auge der Menschheit auf den Kosmos. Sein 6,5 Meter langer, vergoldeter Spiegel, der am Lagrange-Punkt L, 2 in einer Umlaufbahn 1 Million Meilen von der Erde entfernt ist, fängt infrarotes Licht mit beispielloser Klarheit ein und sieht Wellenlängen, die enthüllen, was hinter kosmischem Staub und Gas verborgen ist. Mit Blick auf Abel 2744, den sogenannten Pandora-Haufen, hat Webb die bisher klarsten Bilder dieses massiven Galaxienzusammenschlusses aufgenommen. Die Schwerkraft des Haufens krümmt das Licht von weit entfernten Galaxien hinter ihm, wodurch Bögen und Verzerrungen entstehen, die Gravitationslinsen genannt werden. Diese Linseneffekte sollten aufgrund der Massenverteilung vorhersehbaren Mustern folgen. Aber das tun sie nicht. Zumindest nicht vollständig. Aufbauend auf dieser Begeisterung werden neue JWST-Kampagnen die vermuteten Anomaliezonen mit mehreren Instrumenten ins Visier nehmen. Von der tiefen Bildgebung mit der Nahkamera bis zu MIRI-Spektren im mittleren Infrarot. In diesen Sitzungen werden Lichtverzerrungen über verschiedene Wellenlängen hinweg kartiert und subtile Helligkeits- und Positionsverschiebungen aufgedeckt. Durch die Wiederholung von Beobachtungen unter verschiedenen Drehwinkeln und die Untersuchung von 4 wissenschaftlichen Kernthemen: kosmische Morgendämmerung, Galaxienentwicklung, Stern- und Planetenentstehung sowie Exoplanetenatmosphären soll festgestellt werden, ob diese seltsamen Flecken auf verborgene Dimensionen hinweisen. Aufgrund seiner technischen Fähigkeiten ist das JWST für diese Entdeckung besonders geeignet. Sein Hauptspiegel besteht aus 18 sechseckigen, goldbeschichteten Beryllium-Segmenten, die für die Aufnahme von Infrarotlicht optimiert sind. Das Teleskop arbeitet bei Temperaturen unter -370 Grad Fahrenheit, 50 Kelvin, was notwendig ist, um die schwächsten Infrarotsignale ohne Interferenzen durch seine eigene Wärme zu erkennen. Die 4 wichtigsten wissenschaftlichen Instrumente, NIRCam, NIRSPEC, MIRI und FGS/NIRIS,
bieten jeweils unterschiedliche Möglichkeiten zur Analyse des Lichts von weit entfernten Objekten. Die Position des Teleskops auf L2 bietet eine stabile Umgebung, die frei von atmosphärischen Störungen und thermischen Schwankungen der Erde ist. Diese Stabilität ist entscheidend für die Entdeckung von subtilen Anomalien, die auf zusätzliche Dimensionen hinweisen könnten. Selbst die kleinste Vibration oder Temperaturschwankung könnte Artefakte erzeugen, die die Signale imitieren, nach denen die Forscher suchen. Deshalb ist die außergewöhnliche Technik von JWST so wichtig für diese Entdeckung. Was diese Bilder so revolutionär macht, ist nicht nur ihre Klarheit, sondern auch ihre Tiefe. Webb kann fast bis zum Anfang der Zeit zurückblicken und Licht einfangen, das seit über 13 Milliarden Jahren unterwegs ist. Aber könnte es auch Spuren von Dimensionen aufzeichnen, die wir nicht sehen können? Die Antwort liegt in den einzigartigen Fähigkeiten des Quantencomputers. Quantum Computing's Edge. Herkömmliche Computer, selbst Supercomputer, verarbeiten Daten linear und analysieren ein Pixel nach dem anderen. Quantencomputer arbeiten anders. Sie verwenden Qubits, die dank der Quantenüberlagerung in mehreren Zuständen gleichzeitig existieren können. Dadurch können sie subtile Muster in Milliarden von Datenpunkten auf einmal erkennen. Das Quanten-KI-Team von Google hat Infrarot-Rohdaten des JWST in seinen neuesten Prozessor eingespeist und spezielle Algorithmen laufen lassen, um Korrelationen zu finden, die für klassische Methoden unsichtbar sind. Ihre Quanten-Fourier-Transformationstechnik kann gleichzeitig mehrere Skalen und Dimensionen analysieren und winzige wiederkehrende Muster aufspüren, die im kosmischen Rauschen verborgen sind. Selbst die aufregendste Entdeckung entgeht nicht dem Spießrutenlauf der Überprüfung. Die Instrumententeams bearbeiten die JWST-Rohdaten erneut und überprüfen jede Kalibrierungsdatei auf Temperaturabweichungen, Treffer durch kosmische Strahlung oder elektronisches Rauschen, das Verzerrungen nachahmen könnte. Unabhängige Gruppen replizieren die Quantenroutinen von Google und verändern die Parameter, um zu sehen, ob Anomalien bestehen bleiben. Theoretiker schlagen Alternativen vor. Microlensing durch unsichtbare Sterne, Gaswolken, die das Licht verbiegen, oder Softwaremacken bei der Datenkompression. In Workshops und Online-Seminaren finden hitzige Debatten statt, in denen sich vorsichtige Skeptiker und eifrige Gläubige gegenüberstehen. Nur wenn mehrere Teams dieselben Merkwürdigkeiten mit unterschiedlichen Teleskopen und Methoden reproduzieren, wird die Wissenschaft dieser Idee der verborgenen Dimension schließlich die wohlverdiente Glaubwürdigkeit verleihen. Die in dieser Forschung verwendeten Quantenprozessoren stellen den neuesten Stand der Computertechnologie dar. Der neueste Quantenchip von Google enthält 72 Qubits, von denen jedes in einer Überlagerung von Zuständen existieren kann. Diese Prozessoren sind zwar immer noch fehleranfällig und erfordern eine extreme Kühlung auf nahezu den absoluten Nullpunkt, können aber bestimmte Berechnungen exponentiell schneller durchführen als klassische Supercomputer. Die spezifischen Quantenalgorithmen, die für diese Entdeckung eingesetzt werden, gehören zu einer Klasse, die als Quantenmerkmalerkennung bezeichnet wird. Diese Algorithmen nutzen die Quantenverschränkung, um Korrelationen in großen Datensätzen zu erkennen. Vereinfacht ausgedrückt, können sie den gesamten Datensatz auf einmal abtasten, anstatt ihn Stück für Stück zu untersuchen. Diese Parallelität ermöglicht die Erkennung von subtilen Mustern, die auf extradimensionale Effekte hinweisen könnten. Was diese Quantenalgorithmen so revolutionär macht, ist ihre Fähigkeit, das kosmische Rauschen herauszufiltern und gleichzeitig subtile Signale zu verstärken. Aber was genau sind diese seltsamen Muster, die Sie finden? Sie werden schockiert sein, wenn Sie sie visualisiert sehen. Die anomalen Lichtmuster. So sieht normales Gravitationslinseneffekt aus. Glatte Lichtbögen, die sich um massive Objekte biegen und Einsteins Vorhersagen perfekt erfüllen. Aber die Muster, die das Quantenteam von Google entdeckt hat, zeigen etwas anderes. Winzige Knicke und Kräuselungen sind den erwarteten Kurven überlagert. In der zentralen Region des Haufens zeigt das Licht von weit entfernten Galaxien Mikroverzerrungen, die sich in einer mathematischen Abfolge wiederholen. Diese sind nicht zufällig. Sie folgen präzisen geometrischen Verläufen, die mit theoretischen Modellen des höherdimensionalen Raums übereinstimmen. Wenn sie in 3D abgebildet werden, erzeugen sie ein Muster, das es in der normalen Raumzeit nicht geben dürfte. Der überzeugendste Beweis ergibt sich aus dem Vergleich mehrerer Wellenlängen des Lichts. Würden diese Anomalien durch gewöhnliche Materie oder Energie verursacht,
würden sie sich auf verschiedene Wellenlängen unterschiedlich auswirken. Aber das tun sie nicht. Sie zeigen im gesamten Infrarotspektrum das gleiche Muster, genau wie es vorhergesagt wird, wenn der Raum selbst zusätzliche Dimensionen hat. Bei einer quantitativen Analyse offenbaren diese Verzerrungen faszinierende mathematische Eigenschaften. Sie folgen einem spezifischen fraktalen Muster mit einer Dimension von etwa 4,2, was auf den Einfluss einer vierten räumlichen Dimension hindeutet. Die Anomalien zeigen auch Phasenkohärenz über verschiedene räumliche Skalen hinweg, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass sie eher auf extradimensionale Wechselwirkungen als auf bekannte astrophysikalische Prozesse zurückzuführen sein könnten. Das Team setzte fortschrittliche Visualisierungstechniken ein, um diese subtilen Verzerrungen für das menschliche Auge sichtbar zu machen. Mit Hilfe von Falschfarbendarstellung und Kontrastverstärkung wurden die Abweichungen von Einsteins vorhergesagten Linsenmustern hervorgehoben. Die daraus resultierenden Bilder zeigen dünne fadenförmige Strukturen, die sich durch die Gravitationsbögen schlängeln, Strukturen, die genau der mathematischen Signatur folgen, die von bestimmten extradimensionalen Modellen vorhergesagt wird. Könnten diese Muster durch die bekannte Physik erklärt werden? Die Wissenschaftler haben instrumentelle Effekte, Artefakte bei der Datenverarbeitung und herkömmliche astrophysikalische Phänomene ausgeschlossen. Doch bevor wir uns auf zusätzliche Dimensionen stürzen, müssen wir verstehen, wie solche Dimensionen tatsächlich funktionieren könnten. Und hier kommt die Stringtheorie ins Spiel. Die verborgenen Dimensionen der Stringtheorie. Seit Jahrzehnten geht die Stringtheorie davon aus, dass die grundlegenden Bausteine des Universums keine punktförmigen Teilchen sind, sondern winzige schwingende Fäden. Damit die Rechnung aufgeht, müssen diese Strings in mehr Dimensionen als den 3 räumlichen Dimensionen existieren, die wir kennen. Die meisten Versionen der Stringtheorie gehen von insgesamt 10 oder 11 Dimensionen aus. Wo sind die zusätzlichen Dimensionen? Es wird angenommen, dass sie verdichtet und so eng zusammengerollt sind, dass sie für uns normalerweise unsichtbar sind und in Größenordnungen kleiner als Atome existieren. Stellen Sie sich vor, Sie bestätigen die versteckten Dimensionen. Dies würde einen echten Paradigmenwechsel auslösen, einen grundlegenden Wandel in unserem Verständnis von Raum und Zeit, so wie Einsteins Relativitätstheorie die Newtonschen Gesetze umgestaltet hat. Würde der Nachweis zusätzlicher Dimensionen die Regeln hinter jeder physikalischen Gleichung neu formulieren. Die Schockwellen würden die Wissenschaft durchdringen und unsere Modelle der Schwerkraft, der Materie und der Energie verändern. Lehrbücher würden überarbeitet, neue Forschungsfelder entstünden und bahnbrechende Technologien könnten folgen. Was einst als wilde Spekulation erschien, würde zum neuen Standard werden. Kurz gesagt, unser kosmisches Spielbuch würde aufgeschlagen und neue Kapitel in der Suche der Menschheit nach dem wahren Verständnis des Universums selbst enthüllen. Die Stringtheorie entstand in den späten 1960er Jahren und hat sich über mehrere Umwälzungen zu dem entwickelt, was Theoretiker heute als M-Theorie bezeichnen. Ein Rahmenwerk, das versucht, 5 verschiedene Stringtheorien unter einem mathematischen Dach zu vereinen. Im Mittelpunkt steht die Vorstellung, dass die fundamentalen Teilchen keine nulldimensionalen Punkte sind, sondern eindimensionale Strings, deren Schwingungsmuster ihre Eigenschaften bestimmen. Diese Strings sind unglaublich klein, etwa 10 hoch minus 33 Zentimeter oder 1 Million Milliarden Mal kleiner als ein Atomkern. Bei dieser Planck-Längenskala könnte das Gewebe der Raumzeit selbst körnig oder schaumartig werden, mit zusätzlichen Dimensionen, die in seine Struktur eingewoben sind. Nach Ansicht der Stringtheoretiker könnten diese zusätzlichen Dimensionen in komplexen geometrischen Formen, den sogenannten Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten, verdichtet werden. Denken Sie darüber nach. Was ist, wenn die Realität komplexer ist, als wir es uns jemals vorgestellt haben? Was ist, wenn das, was wir als unser Universum wahrnehmen, nur eine Schicht von etwas viel komplizierterem ist? Die Auswirkungen würden unser Verständnis von allem, von der Quantenmechanik bis zur Kosmologie, verändern. Aber um diese Theorie wirklich zu testen, brauchen wir das perfekte kosmische Labor. Und genau das bietet der Cluster der Pandora. Der Cluster der Pandora. Das perfekte kosmische Labor. Der Pandora-Haufen ist eine massive Kollision von 4 separaten Galaxienhaufen, die eine der komplexesten Gravitationsumgebungen schafft, die je beobachtet wurden. Mit über 500 Galaxien und enormen Mengen an dunkler Materie
erzeugt er starke Linseneffekte, die das Licht von Galaxien Milliarden von Lichtjahren hinter ihm beugen. Was macht diesen Haufen so ideal für die Entdeckung von Extradimensionen? Seine chaotische Struktur verstärkt alle ungewöhnlichen Gravitationseffekte. Wenn die Schwerkraft mit zusätzlichen Dimensionen wechselwirkt, wären die Anzeichen in Regionen mit extremer Gravitationskomplexität am stärksten. Genau wie im Pandora-Haufen. Die Quantenalgorithmen entdeckten konsistente Anomalien in 3 bestimmten Regionen des Haufens, die alle mit Bereichen korrespondieren, in denen die Dichte der dunklen Materie am höchsten ist. Gleich sehen Sie die genaue Pixelkarte, die den Forschern eine Gänsehaut bescherte, ein Muster, das es in der Standardphysik nicht geben dürfte. ABL 2744 wurde in den späten 1950er Jahren entdeckt und sowohl von bodengebundenen Teleskopen als auch von Weltraumobservatorien wie Hubble eingehend untersucht. Er befindet sich etwa 4 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Sculptor und ist ein kosmisches Wrack von galaktischen Ausmaßen. Mehrere Galaxienhaufen sind in verschiedenen Winkeln und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten kollidiert, wodurch ein komplexes Netz gravitativer Wechselwirkungen entstanden ist. Der Galaxienhaufen enthält etwa das Billiardenfache der Masse unserer Sonne, wobei die dunkle Materie etwa 75% der Gesamtmasse ausmacht. Diese enorme Masse verformt die Raumzeit so stark, dass sie mehrere starke Linsenregionen erzeugt, in denen Hintergrundgalaxien als gestreckte Bögen oder sogar als mehrere Bilder desselben Objekts erscheinen. Die Infrarotfähigkeiten des JWST enthüllen Aspekte des Pandora-Haufens, die zuvor unsichtbar waren. Das Teleskop kann durch Staubwolken hindurchblicken, um neugeborene Sterne zu sehen, die sich innerhalb des Haufens bilden und gleichzeitig die schwächsten, am weitesten entfernten Galaxien aufspüren, die von der Schwerkraft des Haufens gelinsert werden. Diese Kombination aus extremer Masse, komplexer Struktur und kristallklarer Beobachtung macht ihn zum perfekten Testfeld für exotische Physik. Doch bevor wir dieses Bild enthüllen, müssen wir verstehen, warum sich mehrere wissenschaftliche Teams darum reißen, diese Ergebnisse zu verifizieren und warum einige weiterhin sehr skeptisch sind. Der wissenschaftliche Spießrutenlauf. Die Wissenschaft macht Fortschritte durch rigorose Überprüfung und außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise. Die Entdeckung einer zusätzlichen Dimension würde zu den außergewöhnlichsten Entdeckungen der Geschichte zählen. Die Messlatte für Beweise liegt also unglaublich hoch. Seit das Quantenteam von Google diese Anomalien erstmals entdeckt hat, arbeiten unabhängige Forschungsgruppen daran, ihre Ergebnisse zu reproduzieren. Einige verwenden verschiedene Quantenprozessoren, andere setzen klassische Supercomputer mit neuen Algorithmen ein, die alle darauf abzielen, zu bestätigen, ob diese Muster real oder Artefakte sind. Teams auf der ganzen Welt tauchen mit neuen Augen in die JWST-Archive ein und verwenden Quanten- und klassische Pipelines, um die Ergebnisse von Google zu reproduzieren. Observatorien von ALMA bis Hubble untersuchen dieselben Regionen im Radio-, optischen und Infrarotbereich, während Universitätslabors den Quantencode für unabhängige Analysen anpassen. Gemeinsame Datensätze und Foren beschleunigen die Fehlersuche. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass die Anomalien auch bei unterschiedlichen Methoden fortbestehen, was zu vorsichtiger Aufregung führt, da sich die Forscher bemühen, diese potenziellen Hinweise auf die Dimensionen zu verifizieren. Selbst die aufregendste Entdeckung entgeht nicht dem Spießrutenlauf der Überprüfung. Die Instrumententeams bearbeiten die JWST-Rohdaten erneut und überprüfen jede Kalibrierungsdatei auf Temperaturabweichungen, Treffer durch kosmische Strahlung oder elektronisches Rauschen, das Verzerrungen nachahmen könnte. Unabhängige Gruppen replizieren die Quantenroutinen von Google und verändern die Parameter, um zu sehen, ob die Anomalien fortbestehen. Theoretiker schlagen Alternativen vor. Microlensing durch unsichtbare Sterne. In Workshops und Online-Seminaren geht es heiß her. Vorsichtige Skeptiker und eifrige Gläubige stehen sich gegenüber. Nur wenn mehrere Teams dieselben Merkwürdigkeiten mit unterschiedlichen Teleskopen und Methoden reproduzieren, wird die Wissenschaft dieser Idee der verborgenen Dimension schließlich die wohlverdiente Glaubwürdigkeit verleihen. Der Verifizierungsprozess verläuft in mehreren parallelen Bahnen. Zunächst erfolgt eine instrumentelle Überprüfung, um auszuschließen, dass die Anomalien vom Teleskop selbst stammen. Die JWST-Ingenieure führen spezielle Kalibrierungsbeobachtungen durch und analysieren alle Komponenten des optischen Systems.
die Artefakte verursachen könnten. Die zweite Aufgabe ist die Überprüfung der Algorithmen, um sicherzustellen, dass die Quantenverarbeitung keine Muster erzeugt, die gar nicht existieren. Dazu werden dieselben Algorithmen auf simulierte Daten mit bekannten Eigenschaften angewendet und verschiedene Quanten- und klassische Algorithmen auf die realen JWST-Daten angewandt. Drittens geht es um die Bestätigung durch andere Observatorien, um die Überprüfung, ob dieselben Anomalien auch bei Beobachtungen anderer Teleskope auftreten. Die Teams analysieren nun Archivdaten von Hubble, Chandra, Röntgenobservatorien und bodengestützten Einrichtungen, um festzustellen, ob Hinweise auf diese Muster schon immer vorhanden waren, aber ohne Quantenanalyse unentdeckt blieben. Könnte es sein, dass wir Zeugen der frühen Stadien einer wissenschaftlichen Revolution werden? Oder werden sich diese Ergebnisse in die lange Liste vielversprechender Hinweise einreihen, die bei genauerer Betrachtung im Sande verlaufen sind? Die Antwort könnte aus einer unerwarteten Richtung kommen, nämlich von unserer laufenden Suche nach dem Verständnis der dunklen Materie. Die Verbindung zur dunklen Materie. Seit Jahrzehnten beschäftigen sich die Astronomen mit der dunklen Materie, einer unsichtbaren Substanz, die etwa 27% unseres Universums ausmachen soll. Wir können ihre Gravitationswirkung nachweisen, haben sie aber noch nie direkt beobachtet. Könnten Extradimensionen zur Erklärung dieses kosmischen Geheimnisses beitragen? Einige theoretische Modelle legen nahe, dass die Schwerkraft in Extradimensionen auslaufen könnte, wodurch sie in unserem 3D-Universum schwächer erscheint, als sie tatsächlich ist. Dies könnte erklären, warum Galaxien schneller rotieren, als es die sichtbare Materie allein erlauben würde. Was wir der dunklen Materie zuschreiben, könnte teilweise die Interaktion der Schwerkraft mit verborgenen Dimensionen sein. Die Anomalien im Sternhaufen der Pandora treten genau in den Regionen mit der höchsten Konzentration dunkler Materie auf. Bei der Gegenüberstellung mit Verteilungsmodellen für dunkle Materie sind die Überschneidungen auffällig, so als ob dunkle Materie und extradimensionale Effekte zwei Aspekte desselben Phänomens wären. Physiker starten eine Welle von Experimenten, um das Geflüster der Extradimensionen zu erforschen. Am LHC des CERN wird bei Kollisionen mit höherer Energie nach Ereignissen mit fehlender Energie gesucht, bei denen Teilchen in verborgenen Bereichen verschwinden könnten. In Kellerlaboratorien werden hochempfindliche Torsionsausgleicher und Laser die Anziehungskraft der Schwerkraft im Submillimeterbereich testen und nach unerwarteten Abweichungen suchen. Weltraummissionen wie Euklid der ESA und das römische Teleskop der NASA werden kosmische Strukturen mit noch nie dagewesener Detailgenauigkeit kartieren und Gravitationslinsen aufspüren, die extradimensionale Effekte verraten könnten. In der Zwischenzeit stellen die Gravitationswellendetektoren ihre Empfindlichkeit so ein, dass sie auch schwache Lecks in der Raumzeit aufspüren können. Diese Bemühungen versprechen einen Angriff auf die tiefsten Geheimnisse der Natur. Das Problem der dunklen Materie besteht seit den 1930er Jahren, als der Astronom Fritz Zwicky erstmals feststellte, dass sich Galaxien in Galaxienhaufen zu schnell bewegen, um allein durch sichtbare Materie zusammengehalten zu werden. Später, in den 1970er Jahren, bestätigten Vera Rubins Beobachtungen von Galaxienrotationskurven, dass etwas Unsichtbares die galaktische Bewegung beeinflusst. Trotz jahrzehntelanger Suche konnte bisher kein Teilchen der dunklen Materie direkt nachgewiesen werden. Extradimensionale Theorien bieten eine alternative Erklärung. In diesen Modellen nimmt die Stärke der Schwerkraft mit der Entfernung schneller ab als erwartet, weil sich ein Teil ihrer Kraft in Dimensionen ausbreitet, die wir nicht sehen können. Dieses Gravitationsleck könnte die Auswirkungen der dunklen Materie nachahmen, ohne dass neue Teilchen, sondern nur neue räumliche Dimensionen erforderlich wären. Besonders interessant ist, dass die mathematische Signatur der von Googles Team entdeckten Anomalien mit den Vorhersagen einer bestimmten Klasse von extradimensionalen Modellen übereinstimmt, den sogenannten Brainworld-Szenarien, in denen unser Universum als dreidimensionales Gehirn in einem höherdimensionalen Raum existiert. Was ist, wenn unsere Suche nach Teilchen der dunklen Materie die ganze Zeit in die falsche Richtung ging? Was ist, wenn die Antwort nicht ein neues Teilchen, sondern eine neue Dimension ist? Die Auswirkungen würden unser Verständnis der Zusammensetzung des Universums neu definieren. Das Enthüllungsbild. Hier ist es, das Bild, das die Physiker in Aufregung versetzt. Was Sie hier sehen, ist nicht nur ein weiteres JWST-Foto.
Es ist eine gefilterte Infrarotaufnahme des Galaxienhaufens Abell 2744. Und in seinem Licht ist etwas versteckt, das niemand erwartet hat. Ein Muster, das nicht zu unserem Universum gehört. In Falschfarben zeigen die blauen Bögen gewöhnliche Gravitationslinsen, genau wie von Einstein vorhergesagt. Aber die roten Überlagerungen halten sich nicht an die Regeln. Sie kräuseln sich, sie verdrehen sich, sie brechen die Kurve. Und wenn man sie durch quantengestützte Algorithmen laufen lässt, entsprechen diese Wellen genau dem, was wir laut extradimensionalen Theorien eines Tages sehen könnten. Lassen Sie das auf sich wirken. Kein zufälliges Rauschen. Kein Hardwarefehler. Ein mathematischer Fingerabdruck von etwas anderem. Ich war dabei, als das Team es zum ersten Mal sah. Der Raum wurde totenstill. Denn wenn es sich nicht um ein Verarbeitungsartefakt handelt und alle bisherigen Methoden sprechen dagegen, dann haben wir vielleicht gerade den ersten Schatten einer höheren Dimension gesehen. Mehr noch, das Muster wiederholt sich. Verschiedene Bilder, verschiedene Tage, gleiche Struktur. Diese Konsistenz hat nun eine weltweite Reaktion ausgelöst. Europäische Quantenlabors, deutsche Datenteams und südkoreanische Observatorien versuchen, das Signal mit Hilfe von Quantenpipelines und klassischen KI-gestützten Filtern zu replizieren. Die nächsten 18 Monate könnten die Physik für immer verändern. JWST plant nun gezielte Folgeuntersuchungen. Die Teilchenphysiker des CERN sind auf der Suche nach komplementären Zeichen in den Daten von Teilchenbeschleunigern. Euklid der ESA und Roman der NASA werden Gravitationsverzerrungen im Kosmos mit äußerster Präzision kartieren. Sogar Torsionswaagelabore, jene winzigen Experimente, die versuchen, die kleinsten Macken der Schwerkraft zu messen, stehen jetzt wieder im Rampenlicht. Könnte es sein, dass sich der Beweis für höhere Dimensionen die ganze Zeit im Sternenlicht versteckt hat? Das ist nicht nur Wissenschaft. Das ist Geschichte in Bewegung. Also sieh nicht nur zu. Abonnieren. Klick auf Gefällt mir. Und bleiben Sie bei uns, denn der Moment